Ja, grüß Gott miteinander, wie man bei uns in Bayern so schön sagt. Wie ihr seht, ich baue gerade hier an meinem Bauernhof am ländlichen Bereich. Habe sozusagen eine zweite Baustelle im Moment aufgemacht und da brauche ich mal eure Hilfe bzw. eure Ideen. Ja, wie ihr seht, das ist die Grundfläche 48 mal 48 und da habe ich da hinten hier schon ein Häuschen angefangen. Da meine Frage an euch: Wollt ihr da noch einen zweiten Stock? Sollen wir da noch einen zweiten Stock drauf machen oder nicht? Hier hinten wird noch ausgebaut. Da sind die Teile unterwegs. Genauso hier auch die Maschinenhalle. Kommt ein Dach drauf. Soll es ein Flachdach werden oder bauen wir da oben auch wie so einen kleinen Dachboden, wo man dann eventuell hier diese Heuballen lagern kann und natürlich auch andere Sachen. Genau. Dann des Weiteren, was würdet ihr im Endeffekt noch hinbauen? Also was wäre für euch noch wirklich relevant beim Bauernhof, was man da im Endeffekt noch unbedingt dabei sein müsste, wie ja ein Schweinestall irgendwie hier hinten hin, Hühner und so weiter. Genauso die Frage ist, wollen man hier im Endeffekt den Bauernhof noch um ja, 16 Baseplate, 16er, um eine 16er Baseplate erweitern? Genauso hier dieser Weg, der im Endeffekt dann vor zur Straße führt, wollen wir den, soll ich den im Endeffekt komplett pflastern oder wirklich hier so mit einzelnen Einer-Teils machen? Das sind alles so Fragen über Fragen, wo ich nicht weiß, wie könnte man es gestalten oder wie wollen wir es gestalten? Und da kommt ihr jetzt wieder ins Spiel. Meine Frage dahingehend, was würdet ihr auf dem Bauernhof noch sehen wollen? Wollt ihr eventuell dieses, ja, eigentlich soll es ein Maisfeld sein, aber irgendwie, ich sag mal, ja, könnten auch Blumen sein. Mir gefällt natürlich hier so meine kleine Vogelscheuche da drin. Soll man das ein bisschen größer machen? Wollt ihr da so ein richtiges Feld sehen, damit man auch diesen Mähdrescher da eventuell dann mit einbinden kann? Genauso, ja, ein zweites Stockwerk oben drauf mit einem Spitzdach, unten ein Heulager, ja, Hühnerstall. Schreibt mir doch einfach mal in eure Kommentare, was ihr für Ideen habt, was wir eventuell da in den Bauernhof alles noch mit reinbauen können. Also ich würde gerne noch irgendwo ein Silo, genau, deutsche Sprache, heute wieder schwere Sprache, ein Silo irgendwo hinbauen, bin mir aber noch nicht sicher. Genauso hier, ihr seht hier keinen Dino, das ist ein Pferd. Pferd. Also nicht erschrecken. Nein, den habe ich gerade gefunden und ich fand es einfach nur witzig, den hier mit hinzustellen. Genauso diese Maschinenhalle eventuell größer machen, wenn man hier um eine Baseplate oder um eine 16er Baseplate erweitert, dass man diese Maschinenhalle dann ein bisschen breiter macht und eventuell da noch ja, mehr Platz schafft, ein paar Werkzeuge noch mit rein. Das ist so meine Frage, die ich an euch habe. Ansonsten frage ich natürlich, wie gefällt es euch bis jetzt, dieses Layout? Mir gefällt es soweit eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, mir gehen gerade so ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Ganz ehrlich, gebe ich zu, manchmal ist es einfach so, da hockst du den ganzen Tag da und denkst dir, oh, verdammt, genau das magst du und das magst du und das magst du und das magst du. Und dann stehst du da und wenn du das bauen willst, fällt dir auf einmal ein so, verdammt, was wollte ich denn eigentlich machen? Dementsprechend hoffe ich da auf eure tollen, konstruktiven Ideen und Vorschläge. Und sag mal, haut's in die Kommentare rein, was ich denn hier im Endeffekt noch einbauen soll oder was ihr gerne im Bauernhof oder auf dem Bauernhof, dem ländlichen Bereich sehen wollt. Dann kann ich das natürlich auch mal versuchen einzubauen und dementsprechend natürlich auch das ganze Layout erweitern. Ja, gut, das war es jetzt soweit von dem Bauernhof. Jetzt zeige ich euch noch den Fortschritt von meinem Lunatic Hospital. Da habe ich jetzt mittlerweile fast Halbzeit, ein paar Teile fehlen noch, da bin ich gerade am Basteln. Und das zeige ich euch und da sage ich mal, ne, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es hingestellt habe. Also bis gleich. So, und da bin ich auch hier wieder mit dem Lunatic Hospital vom Penlos und hier bin ich mittlerweile bei der Halbzeit angekommen. Das heißt im Endeffekt,
Bauschnitt 3 von 6 ist abgeschlossen oder fast abgeschlossen. Ihr seht, ich habe hier noch ein paar Teile rumliegen, aber das ist jetzt auch nicht mehr allzu viel. Und dann können wir da auch das abschließen. Wie gesagt, es ist ein wahnsinnig tolles Modell, über 2 Baseplates Breite und es baut sich auch wahnsinnig genial, also Bauqualität, Klemmkraft, absoluter Hammer. Kann also echt nichts sagen, auch im Endeffekt die Teile, farbtreu, Qualität, Klemmkraft, megamäßig. Und ich kann also das Ding echt nur wärmstens empfehlen. Aber natürlich, es baut sich schon aufgrund der Teilemenge, schon manchmal hat man sehr viel mit Suchen zu tun. Aber wie gesagt, es ist sehr detailliert. Ja, ihr seht ja hier diese ganzen Figuren, die hier mit dabei sind. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier eine Lampe vergessen. Die kommt dann noch. Oder könnt ihr da gar nicht hin? Ich weiß es gar nicht genau. Muss ich dann noch mal in die Anleitung schauen. Und dann können wir das auch einbauen. Wie gesagt, es ist sehr detailliert. Ihr seht es hier oben zum Beispiel. Ich nehme auch gleich mal den Deckel ab oder halt das Obergeschoss ab. Es ist Wahnsinn, was die da alles reinbauen, was die Spielbarkeit angeht. Und das ist, ja, also es muss sich echt nicht verstecken. Also wie gesagt, ich finde es wahnsinnig genial. Was natürlich sehr, sehr anstrengend war natürlich diese Zäune hier zu bauen, gerade mit diesen Roboterliftarmen hier. Na, ihr seht es ja, das ist dann schon hier so eine Hausnummer. Oder sagen wir so, es ist eine Fleißarbeit. Ja, auch hier im Endeffekt das Tor, das sich auch sauber auf und zu machen lässt, mit diesen Roboterarmen. Genauso die Tür geht genauso auf. Also man kann hier mal richtig schön hier reingucken dann und sieht dann da hinten, habe ich mal eine Dame so aus Spaß hingestellt. Und dementsprechend, es ist wahnsinnig detailliert. Gut, dann versuche ich mal hier das obere Geschoss abzunehmen. Mit einer Hand. Ich schau mal, ob ich es hinkriege. Ja, oh. So. Legen wir mal dahin. Und dann seht ihr auch hier, das hat hier vorhin, da ist die Fliese abgegangen. Machen wir gleich mal wieder hin. Beim Draufmachen, klar, ich meine, das Ding hat hier keine Noppen, es wird eigentlich nur im Endeffekt gehalten durch die Schrägen, die hier dran sind. Und die muss man natürlich ein bisschen reinfriemeln und gerade wenn das Ding noch nicht fest verbaut ist alles, ist es noch ein bisschen locker und dann klemmt es halt hier und da mal. Wie ihr seht, hier hinten die Zellen, dann hier der Bereich zum, ja, wenn die Gefangenen dann Besuch bekommen. Hier geht es dann ins erste Stockwerk. Hier haben wir noch einen Scanner. Kann man da so reinschauen? Ja. Ein Scanner, wo du dann anscheinend hier Personenkontrollen das Ganze machen kannst. Und hier hinten, da ist dann der Platz für den Wärter. Natürlich alles kameraüberwacht. Und natürlich, ich schaue mal, ob ich hinkomme, gehen die Türen auch auf und zu. Ja, wenn ihr hier reinschaut, Toilette, Bettchen, alles mit dabei. Der Empfang mit großer Videokameraüberwachung. Ja, also wie gesagt, mir gefällt das Teil wahnsinnig genial. Und ja, eine klare Kaufempfehlung von mir. Ich werde da die nächsten Tage weiterarbeiten und weiter bauen. Ich hoffe mal, dass ich es bis Samstag fertig habe. Und da stellt sich mir dann wieder die Frage, wohin stellen wir das dann in die Stadt? Da auch wieder Frage an euch, wo würdet ihr es hinstellen? Schreibt mir eure Ideen gerne in die Kommentare und dann hoffen wir mal, dass da eine gute Idee dabei rumkommt, was ich davon ausgehe. Es sind immer geniale Ideen mit dabei. Eine Idee werden wir übernehmen, egal wo wir es hinstellen. Meine Barbecue-Pool-Party wird hiermit ans Irrenhaus angeschlossen, weil die ganzen Leute, die kommen, die sind alle irre, wenn ich das so sagen darf, aber auf eine nette und charmante Art und Weise hat jeder einen an der Waffel und da passt ja schon, dass wir hier dann gleich das Lunatic Hospital als Hotel nehmen für die Barbecue-Pool-Party. So braucht dann auch keiner mehr nach Hause fahren. Jawohl, dann sage ich mal wieder vielen Dank.
dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch die nächsten Start-Updates nicht mehr. Und bis dahin wünsche ich natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und jetzt mit einem dreckigen Lacher verschwinden wir.